83,36 Jahre für Frauen bzw. 78,63 Jahre für Männer. Das ist die Lebenserwartung, die das Statistische Bundesamt dieses Jahr ausgerechnet hat. Wenn Sie aber jetzt glauben, dass Sie 78,63 oder 83,36 Jahre genau alt werden, dann sind Sie einem Irrtum aufgelegen. Genauer gesagt sind Sie 8 verschiedenen Irrtümern aufgelegen. Und welche 8 Irrtümer das sind, das sehen Sie in dieser Sendung. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zum Videokanal Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute die ganz einfache Frage, werde ich wirklich so alt, wie die Lebenserwartung das mal ausgerechnet hat? Die Lebenserwartung basiert ja auf den Annahmen, dass die Sterberaten, wie sie jetzt sind, eigentlich gleich bleiben. Und das ist schon mal eine ganz zweifelhafte Annahme. Vor allen Dingen aber ist es einzig ja, sie sind dem ersten Irrtum schon mal aufgelegen. Der erste Irrtum ist also ganz klar, die Lebenserwartung ist keine Garantie für irgendetwas. Sie können also in sehr jungen Jahren sterben, Sie können aber auch in einem sehr hohen Alter sterben, das also deutlich über der ausgewiesenen Lebenserwartung liegt. Sie sollten also die Lebenserwartung nicht zum Anlass nehmen, irgendwie unvorsichtig zu leben, unvorsichtig sein im Straßenverkehr, unvorsichtig mit Lebensmitteln, unvorsichtig mit der Lebensweise generell. Es gibt ja den Film zum Beispiel Jackass, wo die Protagonisten sehr unvorsichtige Dinge tun, die meistens 3 demografische Eigenschaften gleichzeitig haben. Die sind jung, männlich und betrunken. Und das sollten Sie, also diese Kombination sollten Sie vermeiden, wenn Sie hier in den Bereich der Lebenserwartung wirklich hinein vordringen wollen, denn sonst sterben Sie eines früheren Todes. Also bitte nochmal ganz klar, die Lebenserwartung ist keine Versicherung. Der zweite Irrtum ist die Annahme, dass die Lebenserwartung vom Altersaufbau einer Gesellschaft abhängt. Dass man also sagt, wenn eine Gesellschaft sehr alt ist, sehr viele alte Menschen hat, dass dort dann die Lebenserwartung eine andere sei, als wenn eine Gesellschaft sehr jung ist. Und das stimmt definitiv nicht, denn die Lebenserwartung errechnet sich ja bekanntermaßen nur aus den altersspezifischen Sterberaten, das haben wir in der anderen Folge hier mal gesehen. Aber eben halt die Sterberaten werden also fix angenommen, unabhängig davon, wie viele Menschen in dieser Altersgruppe vertreten sind. Also eine Gesellschaft wie zum Beispiel Indien, die jetzt sehr jung ist noch und künftig sehr alt werden wird, die wird nach wie vor deswegen ihre Lebenserwartung nicht verändern. Sie behält deswegen also prinzipiell erstmal ihre Lebenserwartung bei und wenn sie steigen oder sinken soll die Lebenserwartung, dann hat das andere Gründe, aber nicht den Altersaufbau. Der dritte Irrtum ist zu glauben, die Lebenserwartung oder das durchschnittliche Alter der Toten eines Jahres in einem Lande. Und das kann natürlich schon mal deswegen nicht sein, wie wir es eben gesehen haben, dass der Altersaufbau überhaupt keine Rolle spielt. Sonst wäre die Lebenserwartung in sehr, sehr alten Ländern generell sehr viel höher als in sehr jungen Ländern. Und das kann natürlich nicht sein. Das Ziel der Lebenserwartung ist es logischerweise herauszufinden, welche Perspektive habe ich als Neugeborener, welche Lebenserwartung habe ich als 20- oder als 50-Jähriger noch. Und da spielt natürlich, wie gesagt, jetzt das durchschnittliche Alter der Toten keine Rolle. Dann wäre in einem Altersheim ja die Lebenserwartung sehr, sehr, sehr hoch. Aber das spiegelt natürlich die gesamte Gesellschaft nicht wider. Die Lebenserwartung hat also weder das durchschnittliche Sterbealter in einem Lande als Grundlage, noch hat sie irgendetwas im Altersaufbau zu tun. Das heißt, die Lebenserwartung berücksichtigt also grundsätzlich nur diese Sterberaten und deswegen glauben wir, die Lebenserwartung, oder glauben zumindest viele, die Lebenserwartung gibt dasjenige Alter an, in dem die meisten Personen sterben. Und das ist Irrtum Nummer 4. Die Lebenserwartung gibt nicht das Alter an, in dem die meisten Personen sterben. Das sehen wir in dieser Grafik. In der Waagerechten haben wir die verschiedenen Lebensalter und der Senkrechten die erwarteten Fälle, Todesfälle für Neugeborene, die jetzt geboren werden. Und wir gucken uns also an, wie viele Personen werden in welcher Altersstufe sterben. Und die meisten Frauen werden also mit 89 sterben. Die meisten Männer werden nach dieser Statistik erst mit 86 Jahren sterben. Das heißt also in Altersstufen, die deutlich jenseits der Lebenserwartung liegen. Also die meisten Menschen werden später erst sterben. Das liegt nicht mal daran, dass die Lebenserwartung ein Durchschnittswert ist und kein Höchstwert ist. Das muss man sich ganz dringend unterscheiden. Durchschnittswert von Höchstwert. Die Lebenserwartung ist ein Durchschnittswert. Natürlich ist klar, dass die Lebenserwartung
der Durchschnittswert etwas anderes als das höchste Lebensalter, wo die meisten Menschen sterben, aber die Lebenserwartung als Mittelwert ist auch etwas anderes als der mittlere Wert, der Median, bei dem die Hälfte der Personen stirbt. Und wenn wir uns mal anschauen, unsere 100 angenommenen Männer, 100 angenommenen Frauen, wie die hier sterben werden, wir sehen also hier, dass das mittlere Alter, der Median, auch hier drüber liegt. Also das liegt bei den Männern bei 83 Jahren, bei den Frauen bei 86 Jahren. Da wird aber die Hälfte der Bevölkerung jeweils verstorben sein. Und das ist eben halt ein Wert über dem Mittelwert der Lebenserwartung. Das liegt eben halt darin, dass sehr viele Personen nach der Lebenserwartung sterben, ein wenig nach der Lebenserwartung sterben, also viele wenig nach der Lebenserwartung, aber wenige Personen werden viel früher sterben, mit 10, 20 oder 30 Jahren. Sodass der mittlere Wert also hier kleiner ist als der, sodass der Mittelwert also hier kleiner ist als der mittlere Wert. Und das können wir uns in einer anderen Grafik nochmal vergegenwärtigen, wo wir hier die 100 angenommenen Männer, 100 angenommenen Frauen uns mal anschauen, die also hier nach und nach absterben werden. Auch hier sehen wir, dass die Zahl von 50 Personen, also der mittlere Wert, wo die Hälfte der Bevölkerung verstorben ist, jeweils bei Mitte 80 liegt, bei den Männern etwas früher, bei den Frauen etwas später. Und der 6. Irrtum ist relativ trivial, nämlich die Annahme, dass die errechnete Lebenserwartung als Durchschnittswert für alle Gruppen, alle Staaten, alle Religionsgemeinschaften, alle Schichten gleichermaßen gilt. Und das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Natürlich haben wir auf diesem Planeten insgesamt in verschiedenen Staaten unterschiedliche Lebenserwartungen, haben die Industriestaaten eine Lebenserwartung schon durch über 80 Jahren, wenn man Männer und Frauen mittelt, und haben gleichzeitig Staaten in Afrika beispielsweise, also eine Lebenserwartung in 50er Jahren, Geschlechter gemittelt. Und wenn wir auch innerhalb eines Staates wie Deutschland das differenzieren, haben wir also Regionen mit höherer, Regionen mit niedrigerer Lebenserwartung. Aber haben wir zum Beispiel auch soziale Schichten mit unterschiedlicher Lebenserwartung, hat die Oberschicht eine höhere Lebenserwartung als die untere Schicht in Deutschland. Und der 7. Irrtum ist die Annahme, es gibt nur eine Lebenserwartung. Natürlich ist jedermann klar, dass es eine Lebenserwartung für jedes Jahr gibt, für jedes Land eine Lebenserwartung jedes Jahr, aber das meine ich gar nicht so sehr. Dann ist immer die Frage, welche Sterberaten liegen dem Ganzen zugrunde. Wir hatten ja schon in der fiktiven Sterbetafel mal durchgerechnet, wie sich die Lebenserwartung hier genau ausrechnet, aber es ist immer die Frage, welche Werte nehmen wir? Nehmen wir die Werte aus einem Jahr oder nehmen wir gemischte Werte? Und es gibt also hier ein Gegenprinzip zur normalen Lebenserwartung, die Sie normalerweise in den Medien finden. Denn normalerweise finden die Medien den Begriff der periodischen Lebenserwartung, also der Lebenserwartung für ein bestimmtes Jahr oder für eine Gruppe von Jahren, ein Mittelwert für eine Gruppe von Jahren. Aber es gibt noch ein ganz anderes Prinzip, die Lebenserwartung zusätzlich auszurechnen. Das ist die Kohortenlebenserwartung. Und da gucken wir also, wie lange die Menschen tatsächlich gelebt haben. Und hier wird es ganz erhebliche Abweichungen geben. Denn da werden wir uns anschauen, und da kann man sich also anschauen, wie die Lebenserwartung, die Sterberate in den einzelnen Jahren tatsächlich gewesen ist. Nur kann man das im Nachhinein erst ausrechnen. Also wenn Sie die 100-Jährigen nehmen, können Sie tatsächlich mal ausrechnen, was hat der Geburtsjahrgang 1920 im Laufe der Zeit tatsächlich durchgemacht, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg auch durchgemacht, wo erhebliche Todesopfer zu verzeichnen gewesen waren. Und Sie werden also auf einen anderen Wert kommen, als die Lebenserwartung es damals ausgedrückt hatte. Denn in den 20er Jahren wird die Lebenserwartung wesentlich geringer gewesen sein als heutzutage, Jahrzehnte geringer. Und jetzt müssen wir gucken, wie lange diese Menschen tatsächlich, die 1920 geboren worden sind, gelebt haben. Und dieses Prinzip nennt man die Kohortenlebenserwartung und sie unterscheidet sich grundlegend von dem Prinzip der Periodenlebenserwartung, die ein bestimmtes Kalenderjahr als Grundlage nimmt. Und damit kommen wir zum 8. und wichtigsten Irrtum über die Lebenserwartung. Wir erwarten eine Lebensdauer im Durchschnitt von uns, die der Lebenserwartung entspricht. Wir erwarten die Lebenserwartung und das ist ein Irrtum. Aus dem eben Gesagten ergibt sich nämlich, in der Periodenlebenserwartung gehen wir beispielsweise aus, dass die 80-Jährigen eine bestimmte Sterberate haben und dass diese für alle Zeiten gleich bleibt. Also wenn ich dann 80 Jahre alt bin, in einigen Jahrzehnten, werde ich dieselbe Sterblichkeit haben wie 80-Jährige heute. Das ist das Prinzip der Periodenlebenserwartung und das ist eben halt sehr fraglich. In aller Regel wird man in den nächsten Jahrzehnten noch einen gewissen medizinischen Fortschritt erleben, sodass vermutlich die Sterberate für die dann 80-Jährigen, wenn ich also 80 bin, niedriger sein wird und dass ich dadurch insgesamt eine höhere Lebensdauer im Durchschnitt genießen werde oder meine Kohorte, meine Gruppe von Menschen in meinem Geburtsjahrgang durchschnittlich eine höhere Lebensdauer haben wird, als die Lebenserwartung es aussagt.
Es sei denn natürlich, es gibt auch negative Möglichkeiten, dass jetzt die Seuchen weiter zunehmen werden oder dass Kriege ausbrechen oder große Naturkatastrophen eintreten. Dann ist natürlich klar, dass die Lebenserwartung für meine Gruppe von Menschen, für meine Geburtsjahrgang deutlich niedriger liegen wird, als es die Periodenlebenserwartung jetzt sagt. Oder auch für die jetzt Neugeborenen, denen jetzt diese Lebenserwartung von 83,36 Jahren für Frauen und 78,63 Jahren für Männern vorgesagt wird, dass diese Neugeborenen nicht dieses Alter erreichen werden. Aber in aller Regel werden diese Neugeborenen, die jetzt in 2020 neu geboren werden, durchschnittlich länger leben, als die Lebenserwartung ihnen jetzt vorhersagt, weil in den folgenden Jahrzehnten, in den nächsten Jahrzehnten noch weiterer Fortschritt bei der Sterblichkeit eintritt, dass vermutlich zumindest oder hoffentlich weniger gestorben wird, sodass das durchschnittliche Lebensalter der Menschen, die jetzt geboren wurden im Jahre 2020, über der momentan ausgegebenen Lebenserwartung liegt. Erwarten Sie mehr als die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ist nur ein sehr grober Wert, wenn das alles gleich bleibt. Die Lebenserwartung gibt also an, das durchschnittliche Lebensalter, wenn alles gleich bleibt. Wir wollen auf diesem Planeten ja so etwas haben wie Fortschritt, Progression. Und dann wollen wir auch hoffen, dass die Sterberaten weiter absinken und die durchschnittliche Lebensdauer am Ende über dem Wert liegen wird, den wir als Lebenserwartung ausgegeben haben und jetzt 2020 ausrechnen. Nur wie viele Jahre wir dann extra haben werden, als die Lebenserwartung aussagen wird, wie viel extra die jetzt Nulljährigen an Lebensdauer durchschnittlich haben werden, das kann natürlich niemand exakt vorausberechnen. Die Lebensversicherungen, die solche Policen anbieten, müssen das einigermaßen schon abschätzen, aber das ist natürlich auch deren Geschäftsmodell und deren Geschäftsrisiko, das richtig zu tun oder zumindest einigermaßen plausibel zu tun. Für Sie und mich bleibt nur zu hoffen, dass Sie a. individuell über der Lebenserwartung liegen werden, dass sie ein langes Leben haben werden und b. natürlich, dass wir kollektiv als Gruppe, als Geschlecht, als Land, aber auch als ganzer Planet in der Lage sein werden, die Lebenserwartung auf diesem Planeten weiter zu steigern, sodass wir am Ende sehr lange leben werden. Deswegen verabschiede ich mich mit den Worten wieder bekanntermaßen: Leben Sie lang!